Diamonds are a girl's best friend, sang damals Marilyn Monroe. Aber stimmt das heute eigentlich noch? Darüber, über unabhängige Frauen und über Frauen in der Wirtschaft, spreche ich heute mit Michaela Ernst, Co-Founderin und Chefredakteurin vom Wirtschaftsmagazin Sheconomy. Hallo Michaela, danke, dass du heute zu uns gekommen bist. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Sag, was ist es denn für dich? Diamanten oder Gold? Es ist eindeutig Gold für mich, weil Gold ist, finde ich, das strahlendere Material, es ist das haptisch weichere Material und es ist auch das vielseitigere Material. Oder beides zusammen? Beides zusammen stört mich natürlich auch nicht. Michaela, Marilyn Monroe galt damals als eine der ersten wirklich unabhängigen, starken Frauen, die ihre Karriere vorangetrieben hat, die eben auch finanziell unabhängig war. Wie wichtig ist es denn für dich als Frau, finanziell unabhängig zu sein? Das ist für mich irrsinnig wichtig. Es war auch immer schon wichtig. Ich muss sagen, dass mein Vater sehr früh das Bewusstsein in diese Richtung bei mir gefördert hat. Und war immer so ein Stehsatz, du sollst nie zu einem Mann gehen müssen, wenn du ein paar neue Nylonstrümpfe brauchst. Und was er mir natürlich damit sagen wollte, ist, dass ich einfach immer genug Geld verdienen muss, um die Basics in meinem Leben bezahlen zu können und dass ich nicht zu irgendjemand Fremden, also oder einem Partner gehen muss und den um Geld bitten muss. Und welche Rolle spielt da das Thema Vorsorge bei finanzieller Unabhängigkeit für dich? Oder generell? Vorsorge ist ein immens wichtiges Thema. Also es war, wie gesagt, einerseits mein Vater, der sozusagen mich sehr früh irgendwie immer wieder mit dem Thema konfrontiert hat und da auch geschaut hat, dass er mein Interesse weckt. Und dann später auch meine Bank, weil ich habe eine nette Summe quasi zusammengespart gehabt und meine Bank hat gesagt, es gibt da viel bessere Lösungen, als das Geld einfach liegen zu lassen und das müssen sie besser arbeiten lassen und die haben dann das am Anfang alles für mich geregelt und durch die Arbeit bei Sheconomy habe ich mich viel intensiver mit der Materie befasst und welche Aktien, welche Fonds zulegen und welche verlieren. Wir haben eine ganz tolle Finanzjournalistin, die super Geschichten schreibt und dadurch beschäftige ich mich auch immer sehr stark, wo soll es hingehen, wo wird es weniger, wo wird es mehr und gehe dann auch meinem Bankbetreuer manchmal auf die Nerven, wenn ich ihm dann sozusagen, wenn ich gerade wieder eine spannende Geschichte gelesen habe, ein Mail schicke und frage, sollen wir nicht da was ändern oder ist das noch das Richtige? Aber er ist immer sehr geduldig mit mir und antwortet sehr freundlich. Ja, und wenn wir jetzt eben schon gerade bei dieser Finanzwelt sind, sowohl die Finanzwelt als auch die Wirtschaftswelt sind doch sehr männlich dominiert. Wie schafft man es da oder wie schaffst du es auch im Job, dich da nicht unterkriegen zu lassen? Also dazu muss ich sagen, dass ich natürlich aus einer Branche komme, wo man schon sehr früh als Frau, also auch schon in den 80er Jahren, gute Chancen hatte, Karriere zu machen, Ressortleiterin zu werden. Mit 28 wurde ich zum ersten Mal gefragt, ob ich Chefredakteurin sein möchte. Also ich hatte insofern in den letzten 20 Jahren war ich immer in irgendeiner leitenden Position tätig. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich weniger bekomme oder dass ich weniger darf, weil ich eine Frau bin. Aber mir ist sehr wohl klar, dass es in den meisten anderen Berufen anders ausschaut. Und das Tolle ist aber, dass sich da zumindest in den großen Konzernen, weil die auch wissen, dass sie als Arbeitgeber attraktiv bleiben müssen, dass da jetzt in den letzten Jahren eine starke Bewusstseinsveränderung stattfindet. Es gibt große Unternehmen, leisten sich meistens auch Diversity-Beauftragte. Man arbeitet ganz stark an dem Thema Kinder und Karriere. Aber von staatlicher Seite wird immer noch zu wenig getan. Es gibt immer noch viel zu wenig Kinderbetreuungsplätze. Ich finde auch, diese 9 Wochen Sommerferien in einem Stück sind eine echte Challenge für Eltern oder alleinerziehende Mütter erst recht. Also von der Seite her gibt es noch ganz viel zu machen. Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema gleiche Bezahlung für gleiche Leistung. Und wie wichtig sind da vielleicht auch gerade für junge Frauen Vorbilder? Was macht denn für dich ein Vorbild aus und hast du vielleicht auch selbst eins?
Vorbilder sind immens wichtig. Es hat, wie wir Sheconomy gegründet haben, ist eine Umfrage rausgekommen unter jungen Frauen und 83% haben gesagt, sie würden sich eine bessere Karriere zutrauen, wenn es mehr weibliche Vorbilder gäbe. Jetzt ist das Problem, liegt aber auch darin, dass Frauen Perfektionistinnen sind. Frauen wollen immer in allem super sein. Ja? Und es ist in Wirklichkeit, sollte da ein Umdenken stattfinden. Man sollte sich überlegen, okay, für welchen Bereich gibt es ein positives weibliches Vorbild? Und man muss das irgendwie so filetieren, dieses Role Model, diese Role Model Betrachtung, dass man sagt, das ist ein Vorbild bei Innovation, das ist ein Vorbild bei Präsentation, wie präsentiere ich mich nach außen, ja? Das ist ein Vorbild bei Gehaltsverhandlungen und dass man sich dann sozusagen wie so lauter Puzzlesteine von unterschiedlichen, wirklich reell existierenden Role Models nimmt und daraus ein eigenes Role Model bastelt und, glaube ich, auch damit selber auch wieder zum Role Model wird. Ja? Und ich denke mir, es ist so je reicher je größer die Palette an Vorbildern ist, desto mehr hat man auch selber nach außen zu geben. Also sozusagen ein Baukastenset und dann das eigene Vorbild vielleicht auch selbst werden, sozusagen. Nein, auch selber, finde ich, Frauen haben auch oft nicht das Selbstbewusstsein, dass sie wahrnehmen, wie gut sie in manchen Bereichen sind oder was sie besonders gut können und dass auch so ein Bewusstsein entsteht und ich denke dann, wenn man so gegenseitig redet über das, was einem passiert oder wo man gelobt wurde oder was echt aufgegangen ist, dann entsteht bei einem selber auch ein Bewusstsein für das, was man gut kann und das, was man gut kann, sollte man mit anderen teilen, finde ich. Und du hast es gerade schon angesprochen, deine Arbeit bei Sheconomy. Worüber schreibt ihr genau und warum ist es dir wichtig, über diese Themen zu schreiben? Also wie wir das Magazin gegründet haben, war mir ganz wichtig, dass wir ein Wirtschaftsmagazin für Frauen sind und kein Frauenmagazin mit Schwerpunkt Wirtschaft. Das heißt, es gibt kaum einen Lifestyle-Teil, also sind nur wenige Seiten. Und haben aber auch alle immer einen wirtschaftlichen Bezug beziehungsweise einen Nachhaltigkeitsbezug. Nachhaltigkeit deshalb, weil das Feld ist, wo die meiste Innovation stattfindet im Moment. Und die restlichen 2/3 des Heftes sind sehr stark konzentriert eben auf Wirtschaft, auf Finanzthemen und auf Innovation beziehungsweise Technologiethemen. Und warum ist es dir eben wichtig, quasi auf eben auch aus diesem Blickwinkel, dass es ein Wirtschaftsmagazin für Frauen ist, zu schreiben? Weil Frauen einfach, weil dieser Vorsorgeaspekt, über den wir vorher kurz gesprochen haben, bei Frauen noch nicht ausreichend ausgeprägt ist. Und das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass sie oft weniger verdienen als Männer. Der zweite Grund ist, dass wenn sie dann Kinder bekommen, dass sie meistens in Österreich für längere Zeit ausfallen. Das heißt, in der Zeit kann man auch nicht vorsorgen. Und der dritte Grund ist, den wusste ich nicht, aber da gibt es Studien dazu, dass Frauen dann, wenn sie wieder ins Berufsleben einsteigen, das Geld lieber für die Kinder und für die Familie und die Verschönerung der Wohnung ausgeben, als dass sie sich etwas zur Seite legen. Und das ist alles schön und gut, aber sie müssen mehr an sich denken und sie müssen einfach begreifen, ich meine, jede zweite Ehe in Österreich geht auseinander und wenn man dann auch noch berücksichtigt, dass die meisten Frauen lange in Teilzeit arbeiten oder überhaupt oft ein Leben lang in Teilzeit arbeiten. Sie haben dann einfach eine viel geringere Pension als Männer. Sie fallen sehr schnell in die Armutsgrenze rein. Und sie müssen einfach begreifen, und je früher, desto besser, dass sie für sich vorsorgen müssen. Und das geht heute schon mit ganz kleinen Summen und das ist toll. Und abgesehen von deiner Arbeit bei Sheconomy bist du ja auch für das Kundenmagazin von Filoro tätig. Ja. AU79. Ja. Möchtest du mir darüber was erzählen? Was sind da deine Themen? Worüber schreibst du da?
Also wir haben, das Heft gliedert sich in mehrere Bereiche. Ein Teil ist Investment, das ist immer sozusagen der erste Teil, meistens auch der größte Teil. Wir haben aber auch Innovationsthemen, wo es um die innovative Verarbeitung von Gold geht. Wir haben Investigation, wo man forscht, wo gibt es noch Goldquellen, Goldadern, wo findet man Nuggets. Ja? Wir haben das Thema am Ende The Glow, wo es um die schönen Dinge geht, um Schmuck, um Uhren, um Süßweine, um Goldküsten und das sind sozusagen das ist wahrscheinlich das, was alle immer interessiert. Und wo finde ich denn jetzt die Gold Nuggets, bitte? Die Gold Nuggets aufschreiben. Es gibt Gold Nuggets, es ist einen Gold Nuggets Tourismus, unter anderem in Österreich, auch in den Hohen Tauern. Und, schreibe ich mir gleich auf, mein nächster Urlaub. Ja, aber ich glaube, dass die Größe überschaubar bleibt. Der Goldner, ja, wahrscheinlich. Ja. Und letztes Jahr habt ihr auch 2 Awards gewonnen mit dem Filoro Magazin. Genau. Möchtest du mir verraten, welche das waren? Ja, wir haben, also es gibt den European Corporate Award und wir haben im Bereich Cover Gold gewonnen. Und was sonst? Ja. Alles andere hätten wir nicht akzeptiert. Und wie man hier sieht, also wir haben auch immer sehr aufwendig gestaltete Covers, die werden teilweise beschichtet, dadurch ergibt sich so eine 3D-Optik und Gold bekommt so etwas Fließendes, es hat auch eine tolle Haptik. Und den anderen Preis, ebenfalls Gold, haben wir für unsere journalistische Arbeit bekommen, was immer eine große Freude ist, wenn man sieht, dass das, was man sich denkt, was man schreibt, was man recherchiert, ankommt, gut angenommen wird, auch andere interessiert. Insofern eine tolle Anerkennung. Und sag, investierst du denn jetzt auch selbst in Gold? Ich investiere erst in Gold, seitdem ich für Filoro arbeite, weil durch Filoro bin ich mit dem Konzept des Goldsparplans in Berührung gekommen. Und ich finde, das ist die ideale Form, weil man zahlt jeden Monat dieselbe Summe ein. Und das heißt, wenn mal der Goldkurs sinkt, dass man mehr einkaufen kann. Und wenn der Goldkurs steigt, dann gewinnt das, was man schon hat an Wert. Also es ist eine Win-Win-Situation. Ja. Und es gibt auch Möglichkeiten, das zu unterbrechen und Möglichkeiten, sich das ausbezahlen zu lassen, gutschreiben zu lassen, wenn man viel hat, in Goldbahn quasi ausbezahlt zu bekommen. Ja. Also es ist irgendwie ein tolles Modell, finde ich, das auch nachhaltig ist und dass sich einfach das nur da noch Sinn macht, natürlich, wenn man es über einen längeren Zeitraum, wie die meisten Ansparmodelle, das vor allem dann Sinn macht, wenn man es über einen längeren Zeitraum laufen lässt. Und sag, zum Abschluss habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Bei so vielen beruflichen Baustellen, was war denn, oder Projekten, wenn man so möchte, was war denn dein bisher berufliches Highlight, falls du eins nennen kannst oder willst? Ja, es gibt natürlich mehrere. Es war ganz toll, wie ich junge Journalistin war noch die Zeit der großen Reportagen. Und auf die Art und Weise bin ich wahnsinnig viel herumgekommen in Europa und habe Plätze und Dinge gesehen, die ich sonst einfach nie kennengelernt hätte. Und da habe ich für meinen persönlichen Horizont ganz viel dazu gewonnen. Ansonsten war eine super Zeit auch beim Kurier. Da war ich mehrere Jahre lang Kolumnistin, hatte mehrere Kolumnen, hatte mehrere Betätigungsfelder, war im Kulturbereich tätig, im Medienbereich, für die Freizeitbeilage. Das war sehr abwechslungsreich und sehr schön. Ich war auch sehr glücklich beim Profil. Das war toll, vor allem vom Arbeitsklima her, vom Austausch mit den Kollegen. Es ist ein wahnsinnig inspirierendes Arbeitsklima gewesen. In der Zeit habe ich auch berufsbegleitend studiert. Das zählt überhaupt zu einem der Highlights meines Lebens, weil ich glaube, wenn man als Erwachsener studiert, dass man das ganz anders schätzen kann, weil man auch man realisiert viel stärker, dass das etwas ist, das man nur für sich macht.
Und lustigerweise ist das auch einer der wenigen Tätigkeiten, wo jeder respektiert, dass man arbeitet. Wenn man sagt, man muss sich auf eine Prüfung vorbereiten, lässt einen jeder in Ruhe. Niemand kommt bei der Tür rein oder ruft einen an oder so. Jeder respektiert das. Weil im normalen Arbeitsalltag ist das, wie wir alle wissen, nicht immer so leicht durchzusetzen. Und ja, und dann natürlich die Gründung von Sheconomy, die für mich selber auch eine Überraschung war, weil ich mich damals eigentlich ein bisschen umorientieren wollte beruflich. Und dann kam eben dieser Anruf, willst du ein Konzept für ein Wirtschaftsmagazin für Frauen machen? Und da habe ich mir gedacht, das ist so eine tolle Idee, weil auch das ist zu einer Zeit gekommen, wo Frauennetzwerke gegründet wurden, Finanzdienstberater für Frauen und immer mehr so in diese Richtung gegangen ist. Und ich wusste, das ist das ideale Zeitfenster jetzt, um so etwas zu gründen. Und das ist wirklich auch eine gesellschaftliche Aufgabe und Journalismus mit Sinn, ja? Also nicht nur Unterhaltung, nicht nur Information, sondern auch mit einem tiefen gesellschaftlichen Sinn. Und es ist wahnsinnig erfüllend, dieses Projekt zu machen. Das ist schön. Das ist wirklich schön, wenn man so über seinen Job sprechen kann. Ja. Und wenn wir in dein privates Leben schauen, was ist denn da dein größtes Goldstück? Mein größtes Goldstück sitzt hier vor uns. Er heißt Monty, er ist ein 6 Jahre alter Golden Retriever. Und er sitzt jeden Tag, wenn ich arbeite, er liegt die ganze Zeit bei meinen Füßen. Und er war für mich wahnsinnig wichtig, vor allem in der Corona-Zeit, wie diese Lockdowns waren, weil ich doch sehr gerne unter Menschen bin und auch eine Teamworkerin bin. Und dieses dauernd alleine zu Hause sitzen ist jetzt, sagen wir, nicht so mein bevorzugtes Ding gewesen. Und er hat mich jeden Tag mindestens einmal zum Lachen gebracht, indem er irgendwelche komischen Sachen macht. Und er bringt auch andere zum Lachen, weil zum Beispiel so bei wie Zoom, uns jetzt, ja. bei Zoom-Konferenzen bleibt er 40 Minuten ruhig und dann springt er immer ins Bild und macht irgendwas Wildes und ist sehr lästig und stüpselt und bringt so die anderen auch immer zum Lachen. Und signalisiert so, jetzt reicht's, Mama, es reicht, genug es wurde gearbeitet. alles Wichtige gesagt. Und zum Abschluss, falls du es mir verraten kannst oder willst, was war denn der goldenste Moment in deinem Leben? Also den einen goldenen Moment, den hat es nicht gegeben, worüber ich auch ein bisschen froh bin, weil sonst würde mir das vorkommen wie ein Glücksfall und dann würde ich mir denken, okay, super, das eine Mal, aber wenn das jetzt alles war, ist es auch nicht so erfreulich. Ich denke mir, dass die Goldmomente in meinem Leben eigentlich immer dann waren, wenn Wünsche aufgegangen sind, wenn Ziele erreicht wurden. Meistens war auch viel Arbeit dahinter. Es hat manchmal auch Rückschläge gegeben. Es war auch immer wieder sehr viel Glück dabei. Ja. Aber ich denke, dass sozusagen die Summe dieser goldenen Momente ein erfülltes Leben ausmacht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es so weitergeht, auch in Zukunft. Das hoffe ich auch für dich. Und ich will nach Hause. Michaela, vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen. Danke für das nette Gespräch. Danke auch. Und wir sehen uns zum nächsten Mal.